Hallo, frohes neues Jahr und willkommen bei eCom Deutschland Videocast. Wie war euer neues Jahr? Seid ihr gut ins neue Jahr gekommen? Habt ihr schön Silvester gefeiert und seid am Neujahr zum Schrein gegangen und habt gebetet? Ich hoffe, dass alles gut laufen wird für euch. In diesem Monat, im Januar, wollen wir über zwei Themen sprechen, über den Seasonal Talk und über den Culture Talk. Der Seasonal Talk ist über das Silvester in Deutschland. Wie feiern die Deutschen eigentlich Silvester und was machen sie an Neujahr? Der Culture Talk ist über die Glückssymbole in Deutschland und über die Unglückssymbole. Wahrscheinlich kennt ihr das aus Japan auch, dass manche Zahlen Unglück bringen und manche Symbole Glück bringen. Darüber wollen wir heute sprechen. Also, passt gut auf! Also, heute wollen wir über ein Januar-Thema sprechen. Was denkt ihr, wie feiern die Deutschen Silvester und Neujahr? In Japan ist das ganz ruhig und die Leute gehen in einen Schrein und alles ist ruhig. In Deutschland ist das ganz anders. Silvester ist die Nacht vom 31. Dezember zum 1. Januar. Man trifft sich abends bei Freunden oder bei der Familie und man spielt zusammen Spiele, man isst leckeres Essen. Zum Beispiel gibt es da Fondue oder Raclette oder was auch ganz beliebt ist, sind Berliner. Das sind kleine Kuchen, die in der Mitte Marmelade haben und die man nur in der Zeit um Silvester kaufen kann. Also das ist ein typischer Silvesterkuchen, sehr lecker. Und man isst mit den Freunden zusammen, man isst lecker und was die Deutschen inzwischen besonders gerne mögen, ist Karaoke singen. Hier seht ihr mich mit meiner Freundin an Silvester, wie wir bei ihr im Wohnzimmer Karaoke singen. Allerdings haben wir keine Karaoke-Boxen, sondern wir singen auf dem Sofa vor dem Fernseher. Das macht aber irre Spaß. Aber das eigentliche Besondere an Silvester ist das riesige Feuerwerk. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und zwar gibt es um Mitternacht in ganz Deutschland ein großes Feuerwerk. Und zwar nicht nur von besonderen Firmen, sondern alle Menschen können dieses Feuerwerk machen und dieses Feuerwerk vorher in den Geschäften kaufen. Das heißt, kurz vor Mitternacht, kurz vor 24 Uhr, nehmen sich alle Leute ein Glas Sekt oder ein Glas Champagner. Und dann gehen sie raus auf die Straße und um Mitternacht sagen sie Prost Neujahr oder Frohes neues Jahr. Und dann geht das richtige Feuerwerk los. Das sieht dann so aus. Überall auf den Straßen sind Feuerwerke und alle Leute können selbst Raketen benutzen, die sie dann auf der Straße in einem Bierkarton reinstellen und dann piu, schießen sie ab in die Luft. Das ist eine riesengroße Party und jeder kann das machen, das ist was Besonderes. Was macht man nach diesem Feuerwerk? Nach diesem Feuerwerk bleiben viele Leute zu Hause und feiern mit ihren Freunden und ihrer Familie, aber die meisten Leute gehen zu einer großen Silvesterparty und sie tanzen bis zum nächsten Morgen mit ihren Freunden. Ja, wie ist das dann an Neujahr, wenn die Leute die ganze Nacht gefeiert haben? An Neujahr ist es in Deutschland auch ziemlich ruhig, weil die Leute alle Kopfschmerzen haben, weil sie so viel Champagner getrunken haben und getanzt haben. Das heißt, die meisten Deutschen schlafen und nach dem Schlafen machen sie einen Neujahrsspaziergang oder sie gehen in die Kirche zu einer Neujahrszeremonie. Die Leute, die zu faul sind und sehr müde sind, die bleiben zu Hause im Bett und schlafen oder sie schauen sich im Fernsehen ein Neujahrskonzert an, also ein klassisches Konzert. Und das ist ganz gemütlich und ruhig. Ja, jetzt habt ihr mal einen Eindruck davon bekommen, wie man in Deutschland Silvester feiert. Eine riesengroße Party im ganzen Land. Wenn ihr Zeit habt, schaut euch das mal an. Das ist wirklich super. Hallo, bei unserem Culture Talk im Januar sprechen wir über die typischen deutschen Glückssymbole und Symbole, die Unglück bringen. Als erstes möchte ich euch das vierblättrige Kleeblatt als Glückssymbol vorstellen. So sieht das aus. Das ist eine richtige Pflanze, die man heutzutage in jedem Blumenladen kaufen kann. Aber früher war es sehr, sehr schwierig, ein Kleeblatt zu finden, das 4 Blätter hatte. Und deshalb war die Person, die so ein Kleeblatt gefunden hat, sehr, sehr glücklich. Das nächste Glückssymbol ist in Deutschland ein Schwein, ein Glücksschwein. Diese Schweine zum Beispiel, die kann man essen. Das sind Marzipanschweine. Und ich habe selbst so ein Glücksschwein.
aus Deutschland, das kann man sogar im Supermarkt kaufen. Das kann man dann Freunden verschenken und die stellen es sich in die Wohnung und das bringt Glück. Ein Schwein bringt Glück, weil man früher mit einem Schwein viel Geld verdienen konnte und weil man ein Schwein essen konnte. Heutzutage, wenn jemand viel Glück hatte, sagt man Schwein gehabt. Also du hattest viel Glück. Das ist lustig, oder? Das nächste Glückssymbol ist ein Schornsteinfeger. Was ist denn ein Schornsteinfeger? Ein Schornsteinfeger? Der sieht so aus. Habt ihr so einen Mann schon mal gesehen? Und zwar gibt es in Deutschland auf den Häusern, auf den Dächern, gibt es Schornsteine. Das sind so eckige kleine Löcher, durch die der Rauch von dem Ofen kommt. Und früher hat man diesen Schornstein gebraucht, wenn man gekocht hat oder wenn man die Wohnung warm gemacht hat. Wenn aber dieser Schornstein dreckig war oder schmutzig war, dann musste der Schornsteinfeger kommen und ihn sauber machen, weil man sonst nicht mehr essen und nicht mehr kochen konnte. Das heißt, wenn man heute auf der Straße einen Schornsteinfeger sieht, dann bringt das ganz viel Glück. Ich denke, das ist ein ziemlich schöner Beruf, weil alle Leute in Deutschland sich freuen und lächeln, wenn sie einen Schornsteinfeger sehen. Inzwischen gibt es besonders für Neujahr so Kombinationsglücksbringer. Auf diesem Glücksbringer sieht man ein Schwein, ein vierblättriges Kleeblatt und einen Schornsteinfeger. Also besser kann es gar nicht mehr werden. Ich denke, das ist sehr lustig. Ja, aber es gibt natürlich auch so ein paar Rituale oder Dinge, die nicht viel Glück bringen. Zum Beispiel sagt man in Deutschland, dass ein zerbrochener Spiegel 7 Jahre Unglück bringt. Ich weiß gar nicht genau warum, aber viele Leute erschrecken sich sehr, wenn der Spiegel kaputt geht. Was es in vielen Ländern gibt, ist, dass Freitag, der 13., also dieses Datum, Unglück bringt. Der Freitag war früher ein besonders negativer Tag, weil Jesus gestorben ist an einem Freitag. Und die 13 ist eine Unglückszahl. Also Freitag und 13 zusammen ist ganz schlecht. Aber es gibt viele Leute, die daran glauben in Deutschland, aber viele glauben auch nicht daran. Das letzte interessante Ritual gibt es bei Hochzeiten. Und zwar soll es Unglück bringen, wenn der Ehemann die Ehefrau am Morgen vor der Hochzeit sehen kann. Das ist aber interessant. Was macht die Frau dann? Die Frau geht am Abend vor der Hochzeit zu einer Freundin und schläft dort. Mit der Freundin zusammen zieht sie sich am Tag der Hochzeit an und schminkt sich und macht sich schön. Und dann trifft sie den Ehemann erst wieder in der Kirche. Und und der Ehemann hat vorher alleine zu Hause geschlafen. Schade. Ja, das waren unsere Glückssymbole und Pechsymbole. Ich möchte gerne noch sämtliche Symbole aus Japan kennenlernen. Das war der Videocast für Januar. Hat es euch gefallen? Das war wahrscheinlich ganz schön interessant, was für interessante Bräuche und Sitten es in Deutschland gibt. Der Januar ist ja eigentlich ein Monat, wo man sich überlegt, welche Ziele und welche Vorsätze man für das neue Jahr hat. Wie ist das bei euch? Welche Vorsätze und Ziele habt ihr denn für das neue Jahr? Ich hoffe mal, dass ihr euer größtes Ziel habt, dass ihr nämlich euer Deutsch verbessern könnt. Schritt für Schritt werdet ihr besser werden, wenn ihr ganz fleißig lernt. Lasst uns zusammen lernen und dann könnt ihr wahrscheinlich schon bald eure Deutschkenntnisse in eurem Deutschlandurlaub anwenden. Also, ich freue mich auf das nächste Mal. Bis zum nächsten Videocast. Tschüss!